Hallo liebe Funkels. Meine Familie und ich, wir feiern eigentlich keine Ostern. Aber wir lieben es, die Feiertage dafür zu nutzen, zusammenzukommen, zu kochen, zu lachen, zu essen und einfach diese gute Zeit zu genießen. Gemeinsam. Deshalb wünsche ich auch dir und deiner Familie, euch gemeinsam wunderschöne Feiertage. Und bevor wir mit der ersten Gute-Nacht-Geschichte starten, wollte ich euch noch etwas mitteilen. Alle meine Gute-Nacht-Geschichten widme ich euch. Egal, ob ich euch persönlich kenne oder nicht. Ihr habt es alle verdient, entspannt durch die Nacht zu entschwinden. An einen Ort, der magisch ist. An dem wir alle frei sind und geborgen. Also, habe eine sanfte Nacht und schlafe gut ein. Dann schauen wir mal, was ich denn heute als erste Geschichte mitgebracht habe. In dieser Nacht erzähle ich euch eine ruhige Geschichte. Eine Geschichte, die euer Herz warm macht und eure Gedanken langsam zur Ruhe bringt. Tief im weiten, ruhigen Meer lebte ein kleiner Fisch namens Jonah. Das Wasser um ihn herum war klar und sanft. Langsame Strömungen bewegten sich durch die Tiefe, so ruhig, als würde das Meer selbst ganz langsam atmen. Einatmen und wieder ausatmen. Über Jonah lag die Oberfläche des Wassers. Dort fiel das Sonnenlicht in weichen Strahlen hinab und malte helle Muster in das blaue Meer. Diese Muster bewegten sich langsam, ganz ruhig, ganz leicht. Und manchmal schwamm Jonah einfach nur dort oben, nah an der Oberfläche und ließ sich treiben. Er ließ sich tragen von den sanften Bewegungen des Wassers. Ganz ruhig, ganz leicht. Und während er dort schwebte, sah er manchmal etwas über sich. Etwas über der Wasseroberfläche. Vögel. Sie glitten durch die Luft, so ruhig, als würde der Himmel sie tragen. Und jedes Mal, wenn Jonah sie sah, spürte er ein leises Staunen. Jonah war ein guter Schwimmer. Er kannte die Korallenriffe, die stillen Höhlen zwischen den Steinen und die ruhigen Strömungen des Meeres. Doch manchmal schwamm er immer noch ganz langsam nach oben und schaute einfach nur hinauf zu den Vögeln. Sie bewegten sich so leicht, als würde die Luft sie tragen, als würden sie schweben. Und eines Tages dachte Jonah ganz leise, wie mag es sich wohl anfühlen, zu fliegen? Der Gedanke war weich und warm, wie ein kleiner Lichtfunke tief in seinem Herzen.
Und dieser kleine Traum begleitete Jonah, während er durch das Meer schwamm. Ruhig, geduldig, wie ein leiser Stern, der einfach nur leuchtet. Eines Tages traf Jonah einige alte Fische. Sie waren groß und hatten viele Strömungen des Meeres erlebt. Jonah hörte ihnen gerne zu. Sie erzählten von weiten Gewässern und langen Reisen, von Flüssen, die durch Wälder und Berge fließen. Und einer der alten Fische sagte eines Tages: Manche Fische unternehmen eine besondere Reise. Jonah hörte aufmerksam zu. Sie schwimmen stromaufwärts gegen die Strömung, und auf dieser Reise lernen sie etwas Erstaunliches. Der alte Fisch lächelte. Sie lernen zu springen. Jonah blinzelte. Zu springen? Der alte Fisch nickte. Manchmal so hoch, dass sie für einen Moment über dem Wasser sind. Jonah stellte sich das vor. Ein Fisch in der Luft. Und der kleine Traum in seinem Herzen begann ein wenig heller zu leuchten. Die Zeit im Meer verging. Langsam, ruhig, wie die sanften Bewegungen der Wellen. Jonah wurde größer. Seine Flossen wurden stärker, sein Körper kraftvoller. Und manchmal spürte er in sich eine neue Energie, wie eine Strömung, die ihn weitertragen wollte. Er schwamm weiter hinaus, entdeckte neue Orte, klare Flüsse, kühles Wasser, Steine, über die das Wasser sang. Und immer wieder erinnerte er sich an den kleinen Traum. Den Traum, für einen Moment zu fliegen. Eines Tages spürte Jonah etwas, eine Richtung, eine leise Einladung des Wassers. Und so begann er zu schwimmen, weiter und weiter, durch ruhige Gewässer und klare Flüsse. Die Strömung wurde stärker, doch Jonah war stark geworden. Manchmal ließ er sich treiben, manchmal schwamm er kraftvoll gegen das Wasser. Und während er schwamm, spürte er etwas sehr Schönes. Vertrauen. Ein ruhiges Vertrauen in seinen Weg. Auf seiner Reise sah Jonah etwas Wunderbares. Andere Lachse. Sie schwammen gegen die Strömung und manchmal sprangen sie. Ein kurzer Sprung über das Wasser. Jonah beobachtete sie. Dann versuchte er es selbst. Er sammelte seine Kraft, bewegte seine Flossen und sprang. Nur ein kleines Stück, doch für einen Moment berührte er die Luft. Die Luft war kühl und leicht.
Dann glitt Jonah wieder zurück ins Wasser und etwas in ihm fühlte sich leicht und glücklich an. Schließlich erreichte Jonah einen kleinen Wasserfall. Das Wasser rauschte über die Steine und funkelte im Licht. Viele Fische versuchten dort zu springen. Jonah spürte die Strömung. Er spürte seine Kraft und er wartete einen Moment ganz ruhig. Dann bewegte er seinen Körper mit all seiner Kraft und sprang höher als je zuvor. Für einen Moment verließ Jonah das Wasser. Er spürte die Luft, das Licht, die Weite. Und für einen stillen Augenblick flog er. Als Jonah wieder ins Wasser glitt, fühlte er eine tiefe Ruhe. Ganz ruhig, ganz leicht. Und plötzlich verstand er es. Der Traum war immer in ihm gewesen, wie ein kleiner Stern. Ein Stern, der ihn wachsen ließ. Ein Stern, der ihn weiter schwimmen ließ. Und manchmal brauchen Träume einfach Zeit, damit wir wachsen, damit wir stark werden, damit wir bereit sind. Die Reise war lang gewesen. Jetzt ließ sich Jonah langsam von der ruhigen Strömung tragen. Das Wasser wurde still. Über ihm erschien der Abendhimmel und nach begannen die Sterne zu leuchten. Ihre Lichter spiegelten sich auf der Oberfläche des Wassers. Jonah schwamm ruhig durch die Nacht, ganz entspannt, ganz leicht. Und während der Fluss leise weiterfloss, ließ er sich tragen von der Strömung, von der Ruhe, von der stillen Nacht. Und das Wasser wurde immer ruhiger und ruhiger. Und jetzt wird auch die Welt langsam still. Der Wind wird leiser. Die Bäume atmen ruhig. Und auch dein Atem darf jetzt langsamer werden. Ganz ruhig einatmen. Und wieder ausatmen. Vielleicht spürst du, wie dein Körper immer entspannter wird. Deine Schultern werden weich. Deine Hände werden ruhig. Und dein Herz darf sich jetzt ausruhen. Alles, was heute war, darf jetzt schlafen gehen. Alle Gedanken dürfen sich hinlegen. Und während draußen die Sterne leuchten, passt die Nacht
ganz sanft auf dich auf, so wie eine warme Decke aus Ruhe und Frieden. Und irgendwo zwischen den Sternen flüstert das Leben ganz leise: Du bist genau richtig, so wie du bist. Und morgen wartet ein neuer Tag. Doch jetzt darfst du einfach nur träumen, ganz ruhig, ganz warm, ganz geborgen. Gute Nacht.